Neapel, eine Stadt, die man entweder sofort ins Herz schließt oder die einen völlig fertig macht. Diese Millionenmetropole ist laut, chaotisch und oft schmutzig, aber eben auch voller Herz, Leben und Geschichte. Die Gerüche reichen von frisch gewaschener Wäsche über den Duft von Pizza und Sfogliatelle bis hin zu weniger angenehm großintensiven Abfällen. Neapel ist ein Erlebnis für alle Sinne. Und zwar intensiv. Was mich aber jedes Mal am meisten beeindruckt, sind die Menschen. Ich habe selten freundlichere Italiener erlebt. Kaum schaute ich etwas ratlos auf mein Handy, sprach mich sofort jemand an, um mir den Weg zu zeigen. Und das Beste, man ließ mich in Ruhe mein Italienisch ausprobieren. Ich lerne seit ein paar Monaten und bisher sind viele Italiener schnell auf Englisch gesprungen, wenn ich zu langsam beim Sprechen war. In Neapel hingegen freute man sich, dass ich mich bemühe. Ich war nun zum zweiten Mal in Neapel. Und ja, die Stadt bleibt eine Reizüberflutung, aber irgendwie eine sehr herzliche. Dieses Mal wollte ich Orte finden, die nicht von Touristen überrannt werden. Fündig wurde ich beim Monumentalkomplex Santa Maria la Nova, eine echte Oase der Ruhe mitten im Trubel. Die Kirche und der Kreuzgang sind beeindruckend schön und sie haben eine überraschende Geschichte zu bieten. Denn hier soll sich angeblich das Grab von Vlad Dracul III. Befinden, der später Bram Stoker als Inspiration für Dracula diente. Historisch belegt ist, dass Vlad III. Tatsächlich ein realer Fürst war, kein Vampir. Und seine Tochter Maria Balsa soll in eine reiche neapolitanische Familie eingeheiratet haben. Auf einer Grabplatte in Santa Maria la Nova findet man tatsächlich die Inschrift Vlad Dracul Balcano. Wie viel daran Mythos und wie viel Wahrheit daran ist, bleibt diskutiert. Aber spannend ist es allemal. Kommen wir nun zu einem Thema, das für viele Reisende entscheidend ist: die öffentlichen Verkehrsmittel. Das Netz ist überschaubar. Es gibt 3 Metrolinien, Busse, Standseilbahnen und einige Sonderlinien. Achtung aber bei den Tickets. Es gibt 2 verschiedene Typen: TIC und ANM. Das TIC-Ticket ist die sichere Wahl, wenn ihr alle Verkehrsmittel nutzen wollt, denn es deckt das komplette Netz ab. Metro, Busse, Standseilbahnen und sogar regionale Züge innerhalb der Stadtgrenzen. Eine Einzelfahrt kostet 1,80 €, ein Tagesticket 5,40 €. Online findet man oft den Hinweis, dass es 24 Stunden gilt. Das stimmt aber nicht. Das Ticket endet um Mitternacht, egal wann ihr es entwertet. Das ANM-Ticket ist etwas günstiger, gilt aber nur für die Metrolinien 1 und 6, die ANM-Busse und die Standseilbahn. Für den Flughafenbus Alibus braucht man ein eigenes Ticket für 5 €. Ich verlinke euch hier auch nochmal mein Video zur Busabzocke auf Sardinien. Das TIC-Ticket gilt übrigens auch für den Aufzug am Monte Ecchia. Für mich einer der schönsten und gleichzeitig entspanntesten Orte für den Sonnenuntergang in Neapel.
Die nächste Herausforderung kam, als ich einen Ausflug nach Procida machen wollte. Es gibt 2 Abfahrtshäfen, Molo Beverello, hier fahren die schnellen Tragflügelboote, und Porta di Massa. Hier starten die langsameren, aber günstigeren Autofähren. Natürlich bin ich erst am falschen Hafen gelandet. Zum Glück war ich aber überpünktlich und hatte noch genug Zeit für den knapp 20-minütigen Fußweg zum anderen Terminal. Am Ticketschalter waren die Herren dann doch irgendwie zu Scherzen aufgelegt und meinten, sie könnten mir am Feiertag kein Ticket verkaufen. Mein Gesicht muss unbezahlbar gewesen sein, denn sie haben anschließend herzlich gelacht und mir dann doch noch mein Ticket ausgehändigt. Ob ich es heil nach Procida geschafft habe, wie es mir dort gefallen hat und wie sich die Insel im Vergleich zu Capri schlägt, das seht ihr im nächsten Video. Hat dir das Video gefallen? Dann lass doch gerne einen Daumen hoch oder ein Abo da. Dich erwartet künftig noch viel weiterer Reise-, Katzen- und Food-Content.